Guten Abend. Es ist eine kalte Nacht, sternklar, und solche Nächte sind immer gut für Polarlichter. Natürlich haben wir auch den Forecast gecheckt. Der sagte eventuell Aktivität, und ja, wir wurden doch belohnt. Und jetzt haben wir über eine Stunde oder fast 2 Stunden schon Polarlichter fotografiert. Grundausstattung dafür ist einerseits wieder ein Stativ, ein lichtstarkes Weitwinkel und ein Fernauslöser. Fabian nutzt das Sigma 14mm 1.8, ich nutze das Sigma 20mm 1.4, und eben durch diese schön große Blende können wir super viel Licht einfangen und eben nachts fotografieren. Ja, wie schon gesagt, wir nutzen eine relativ offene Blende. Ich habe meistens so 1.6 bis 2.0 als Blende. Verschlusszeit variiert. Wenn die Polarlichter sich wenig bewegen, kann man auch bis zu 30 Sekunden locker, ja, nutzen und fotografieren. Hängt auch ein bisschen vom Restlicht ab, wie viele Sterne schon zu sehen sind, weil je länger wir belichten, desto eher verschwimmen auch die Sterne. Das heißt, ich habe mit 20 mm versucht, unter 15 Sekunden zu bleiben, damit die Sterne noch weitestgehend punktförmig sind. Und dafür musste ich allerdings den ISO etwas hochschrauben. Das heißt, ich habe mittlerweile ISO 2500, 15 Sekunden und eine 1.6er Blende. Es ist dunkel, dementsprechend ist es wichtig, dass ihr schon vor Sonnenuntergang hier seid und euch ein Motiv sucht. Uns ist es jetzt regelmäßig passiert, wir sind zu spät angekommen an der Location und wir hatten einfach keine Ahnung, wo wir hingehen sollen. Das heißt, seid rechtzeitig da. Geht wirklich zu Sonnenuntergang oder noch vor Sonnenuntergang zur Location. Schaut euch, welchen Baum, Landschaft, Moor, was auch immer wollt ihr im Vordergrund haben, damit ihr darauf schon fokussieren könnt. Oder eben auf den Horizont fokussieren könnt, weil jetzt ist es super dunkel und es ist fast unmöglich, wirklich noch scharf zu stellen. Um zu verhindern, dass man in der Nacht vom Display geblendet wird, empfehle ich immer, die Displayhelligkeit auf das Minimum zu reduzieren. Um auch nachts die Belichtung korrekt einzuschätzen zu können, empfehlen wir unbedingt, das Histogramm einzublenden. Hier sieht man, dass die Kurve relativ weit nach links verschoben ist und hier ist sie etwas mehr rechts.